Willkommen zu Frequent Traveler TV und heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung hier aus der Finnair Platinum Wing Lounge in Helsinki. Ich mache mich gleich auf den Weg nach Los Angeles, bin da für ein paar Wochen und freue mich schon auf die Sonne. Ist gut für die alten Knochen. Themen, die wir frisch gepresst haben, sind China Airlines. Hat Flugzeuge bei Boeing bestellt. Jetzt sagt ihr halt, nein, Chinese hat Flugzeuge. Nein, Taiwan. Ganz wichtig. Dann weiter geht es mit Airbus A350-900, den Delta nach Amerika gebracht hat, ohne Steuern zu zahlen. Da gibt es aber einen Trick, der auch irgendwie schon mal vorher funktioniert hatte. Carsten S. aus M. hat uns mit der 787 vielleicht neue Ziele, die er uns bringen möchte, aber dafür brauchen wir mehr Flugzeuge. Und last but not least haben wir das Thema mit Hyatt. World of Hyatt hat die Bedingungen geändert. Gott sei Dank, die treten in Kraft jetzt auch nächsten Monat, dass man nicht mehr so viele Guest of Honor und so weiter online kaufen darf. Ist eher so eine halbherzige Geschichte, aber gucken wir uns genauer an. Das erste Thema, was wir haben, ist China Airlines. Die haben Flugzeuge bei Boeing bestellt. Also keine Angst, das ist Taiwan, ist nicht China. Und die haben 10 Boeing 777-9er bestellt, haben dann nochmal 4 Boeing 777-8F, also Freighter, Cargo, bestellt zusätzlich. Und Bestätigung eines im März 2025 anonym eingegangenen wie heißt das wieder heute? Anbegehrens Sinnens oder sowas. Auf jeden Fall ist das jetzt veröffentlicht worden, wer der Geheime ist. Und der Kunde ist also offiziell jetzt China Airlines. Komisch, wie einem manchmal Worte fehlen. Dann hat man nochmal Optionen bestellt, 5 weitere Boeing 777-9er, hat auch nochmal Optionen bestellt auf 4 weitere 777-8 Fax, also Freighter. Und hat auch für die langfristige Flottenplanung auch noch ein paar Slots zusätzlich anscheinend gekauft, optionale Erweiterungen möglich. Und man möchte damit natürlich die Boeing 747-400er, die man hat, ersetzen, Teile der 777-Flotte und natürlich damit die Langstreckenflotte modernisieren. Was ist der Grund? Effizienz, Treibstoffverbrauch und die alten Buden müssen vom Hof. Man hat auch parallel im März 2025 bei Airbus bestellt, 10 Stück, und zwar 10 Airbus A350-1000. Und damit hat man eine duale Strategie. Also das heißt, man hat auf Boeing und auf Airbus gesetzt und möchte damit das Risiko minimieren. Der Milliardenauftrag für Boeing ist natürlich unheimlich wichtig in der jetzigen Zeit, weil Boeing viele Aufträge quasi braucht, denn sie haben ja quasi ein Problem mit China. Und die Steigerung der 777X ist jetzt auf eine Gesamtbestellung von 520 Flugzeugen, also auch schon ganz schön stattlich. Für Lufthansa, also für Lufthansa, wie es im Deutschen heißt, ist immer noch der Zeitraum 2026, wo die Auslieferung kommen soll. Signalwirkung ist dann natürlich auch, dass man trotzdem noch das Vertrauen hat in die 777X. Und damit hat man halt wirklich auch mehr Reichweite, mehr Kapazität, mehr Effizienz bei Air China. Setzt damit halt auf beide Modelle, auf die 777X und die 350-1000. Macht Lufthansa ja nicht anders. Und man hat damit halt keine einseitige Herstellerbindung. Boeing sichert sich damit natürlich auch einen wichtigen Partner nochmal, heißt also, dass da wieder Schwung in die 777X reinkommt, bevor man bei Lufthansa als Erstkunde das bekommt. Wer auch 350-900er bestellt hat, das sind die Freunde von Delta, und die haben die Maschine jetzt zollfrei nach Amerika bekommen, obwohl es da ja die Strafzölle gibt. Das ist das Flugzeug A350-900 mit der Kennung November 528 Delta November. Und das Flugzeug ist am 3. Mai ausgeliefert worden. Und zwar von Toulouse. Das Flugzeug ist die 37. Maschine in der A350-900er Flotte von Delta. Und man hatte ja 10% Einfuhrzölle auf Airbus-Flugzeuge verhängt. Delta CEO Ed Bastian hatte sich natürlich geweigert, diese zu zahlen. Hat gesagt, klar, also muss man ja auch überlegen, wenn so ein Flugzeug hunderte Millionen kostet, dass man da 10% drauf zahlt, das läppert sich natürlich. Damit ist es so, dass Ed Bastian gesagt hat, wenn wir 20% mehr zahlen, rechnet sich das Modell nicht mehr. Und Delta hat damit mit Lieferverzögerungen kolportiert bzw. auch gedroht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es gibt ein Schlupfloch. Das Schlupfloch ist schon mal angewandt worden. Delta deklarierte den ersten Flug von Tokio nach Narita als kommerziellen Flug. Dadurch wurde die Maschine, die A350, offiziell als gebraucht eingestuft.
Das Gebrauchtflugzeuge sind, laut US-Zollvorschriften nicht zollpflichtig, ja. Und erst von Japan aus flog das Flugzeug weiter in die USA. Heißt also, man hat damit wirklich, ähm, dort natürlich dieses Schlupfloch gemacht. Und, auch interessant, oder? Also, dass man damit halt quasi so 'n gebrauchten Hobel macht. Der Trick ist natürlich rechtskonform, ganz klar, weil Delta keine Vorschriften verletzt hat, sondern einfach eine gesetzliche Lücke genutzt hat. Ist halt so, wenn Gebrauchtflugzeug nichts kostet, dann ist das so. Und dieser Tokio-Trick wurde natürlich auch schon 2019 erfolgreich angewandt, um diese Importzölle zu vermeiden, ohne die Lieferung verschieben zu müssen. Also sehr kreativ und wir sehen, dass man alles umgehen kann. Wichtig an dieser Stelle ist dann nochmal, dass man natürlich sagen muss, dass die bei Airbus noch andere Bestellungen haben in 2025, 69 A220-300er, da kannst du aber auch nicht mal eben nach Tokio fliegen. Aber nun gut, wenn wir die andere Ziele haben, A321neos, 82 Stück, 6 A330-900er sogar, 8 350-900er und 20 A350-1000er. Und da sieht man halt wirklich, dass man mit kreativen Lösungen wirtschaftliche Nachteile direkt zu einem Vorteil machen kann oder beziehungsweise einfach für sich ausnutzen kann und den alten Weg hinstellen kann, dass man die Handelszölle umgeht. Und Delta sagt, dass man natürlich eine klare Verhandlungsposition dort halt natürlich auch umgehen kann. Deshalb war halt diese Gebärde am Anfang so ein bisschen natürlich eine Drohgebärde, die am Ende gar nicht Sinn gemacht hat. Man hätte es einfach machen müssen und Ende aus. Mickey Maus. Ne? Ihr könnt ja schreiben, was ihr da zu dem Trick haltet oder von dem Trick haltet. Ich bin mal gespannt, funktioniert der Trick auch andersrum? Lufthansa fliegt dann die Maschine von Charleston aus, nicht also die Boeing dann nach Tokio oder wie auch immer, erster kommerzieller Flug. Vielleicht ist das in Europa auch so. Keine Ahnung, wer von euch das weiß, ob man Flugzeuge in Europa quasi verzollen muss, wenn sie gebraucht sind. Da bin ich mal gespannt. Ja, Lufthansa hat halt eine zielgerichtete Expansion mit Langstreckenflugzeugen. Die 787er mit Allegris-Kabine kommen ja erst ab Sommer 2025. Wahrscheinlich werden sie auch nur eingesetzt mit halber Kabine oder wie auch immer. Also nur die Sitze, die zugelassen sind. Nicht alle sind es anscheinend. Und es sollen halt bis zu 10 neue 787er bis zum Ende des Jahres eingeflottet werden. Ideal ist es natürlich für mittlere Langstrecken, das Flugzeug. Und den Langstreckenaufbau natürlich auch auf mehreren Kontinenten. Die geplanten Schwerpunkte sind Afrika, ist eine Fokusregion für die Expansion, nicht nur über Brussels Airlines, sondern konzernweit. Langfristig hat man dort Wachstumschancen identifiziert, also auch von Frankfurt, von Zürich, von Wien und auch von Rom aus. Dann hat man Lateinamerika, die man mit der 787 absolut ideal bedienen kann. Discover fliegt ja bereits erste Strecken, Lufthansa will nachziehen, wachsende Nachfrage und vor allem auch ein sehr, sehr großes touristisches Potenzial. Indien, Saudi-Arabien sind dynamische Wachstumsmärkte, besonders Indien in meinen Augen. Saudi-Arabien, klar, die öffnen sich ja auch, bauen ja gerade in der Wüste da dieses Gebäude mit Vollverglasung und so, also auch merkwürdig, aber gut ist so. Und das wäre natürlich dann eine gute Ergänzung. Rom ist ein strategisches Drehkreuz für die 787. Warum? Weil die ITA damit neue Chancen eröffnet. Rom ist, sah sie, für die südlichen Routen prädestiniert und ergänzt halt Frankfurt und München idealst. Weiter ist es so, dass man natürlich auch bessere Anbindung hat Richtung Ostafrika und Südostasien. Damit ist es natürlich für dieses Flugzeug mit der 787er Reichweite natürlich tipptopp. Und wichtig, wenn die 787 da ist, können wir mit dem idealen Fluggerät in Südamerika expandieren. Für Afrika nutzen wir neben Brussels künftig auch andere Konzernteile. Ein Zitat von Carsten S. aus M. Jo, also da lustige Nachrichten. Wo es auch lustige Nachrichten gibt, gibt es bei World of Hyatt. Hyatt hat jetzt hier die Regeln geändert, Gott sei Dank, muss ich sagen, weil es ist ja schon zum Kotzen, dass die Dinger verkauft werden. Ich habe sie, wenn, verschenkt, aber auch nur ganz, wie heißt das so schön, homöopathisch. Aber es gibt Leute, die kaufen halt für $50 irgendwie einen Guest of Honor Voucher und haben damit natürlich Frühstück und so weiter. Und das hat sich ja direkt bezahlt nach dem ersten Frühstück. Und Late Checkout 4 Uhr und an alles mögliche. Also halt ein Problem. Aber was passiert? Also es gibt eine Einschränkung bei World of Hyatt. Ab dem 7. Juni tritt die neue Regel in Kraft. Maximal 10 übertragene Prämien pro Kalenderjahr empfangbar, gilt nur für empfangene Awards.
zum Beispiel von Freunden. Das heißt also, ich kann schicken alles, was ich habe, aber es können halt nur 10 empfangen werden pro Konto. Mitglieder dürfen weiterhin unbegrenzt Prämien damit verschenken. Die Prämientypen, die betroffen sind Free Night Award, das ist Guest of Honor Award, Suite Upgrade Zertifikate und Club Access Awards. Denn es gibt natürlich da massiven Betrug im Programm. Offener Handel dieser Awards auf Online-Plattformen. Wir versuchen das zu unterbinden in unserer World of Hyatt Gruppe, aber man kann es halt nicht komplett ausschließen, dass das passiert. Weiter ist es so, dass natürlich damit den Hotels Umsätze verloren gehen, weil wenn die Leute so Guest of Honor und sowas haben, wird fürs Frühstück nicht bezahlt, Loungezugang nicht bezahlt, Late Checkout nicht bezahlt, Upgrades bekommt man. Also hier gibt es natürlich viele Themen, wo man dort Geld sparen kann und was dann halt ein Problem ist. Folge ist natürlich auch, dass wenn man halt überlegt, was das für die Gäste bedeutet, Club Lounge und Frühstücksangebot sind halt überlastet und die Gefahr ist natürlich, dass die Abschaffung ansonsten der Leistung einhergeht. Also ich finde die Idee ja ganz lustig, aber man muss da auch so ein bisschen einen Riegel vorschieben. Also dass das jetzt dort einen Sales-Boom auslöst, das ist doch ganz klar, oder? Und die Einführung dieses Systems, wo man die Awards übertragen konnte, ist natürlich auch ganz klar, dass das ohne Kontrolle ja wie Kraut und Rüben wird. Also das ist ja unglaublich. Und das System ist natürlich gerade in China, wo halt massiv solche Sachen ausgenutzt werden, YouCove als Stichwort, natürlich ein Problem. Aber man merkt auch, dass Kontosperrung, Punkteverfall, aber Programmausschlüsse sich mehren, weil die Leute das Programm natürlich dann so benutzen. Finde ich dann auch unfair, wenn das halt eigentlich du kannst es ja nicht verhindern, ne? Also, es ist halt schwierig, das so zu machen, aber es ist halt so. Wichtig ist halt, ob diese Zehnergrenze rückwirkend für das Kalender 2025 gilt oder nur ab dem 7. Juni. Das muss man halt einmal wissen. Das ist eine Frage, die einem sich dann stellt. Wie wird Hyatt weiter bei Verstößen umgehen? Weil am Ende gibst du dann den Award deiner Frau, dann hast du 20. Ich meine, ist das jetzt wirklich eine Einschränkung? Und gerade auch diese geplanten Übertragungen, die man schon hat, jetzt wackelt, ist dann halt auch ein Thema in meinen Augen, wo man bei Hyatt hätte vielleicht ein bisschen bessere Lösung finden sollen. Aber hey, es ist wie es ist. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Ich mache heute die Sendung fertig für euch, lade sie gleich hoch, geht dann Vollgas Attacke und ich freue mich und habe noch ein bisschen Zeit. Werde wohl was ein bisschen essen hier in der Lounge. Also bis dann, bis aus Los Angeles. Also bis dann, ciao.